Moin zusammen, da sind wir wieder. Heute mal den Wassermagier. Ihr habt vielleicht dieses Echtzeit-Video gesehen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich immer machen, da ich ja immer alles aufnehme. So, wir fangen hier an mit Blue Magic von Speedpaints. Genau. Ich werde jetzt wahrscheinlich einfach mal immer so ein Real-Time, also Echtzeit-Video, einfach ein Echtzeit-Video hochladen, ab und zu, dass man halt sieht, dass man das halt wirklich irgendwie in 1, 2, 3, 6, 10 Stunden machen kann. Gott, stellt euch das mal vor, ein 10 Stunden YouTube-Video, einfach nur mit Musik hinterlegt. Eieieiei. Ja, bei der Musik muss ich noch ein bisschen gucken, ob ich da irgendwie mal ein bisschen was Interessanteres finde. War jetzt ein bisschen sehr ruhig, das letzte Video. Aber ist ja auch mal nicht schlimm. Kann man ja nebenbei hören. Laufen lassen beim Malen oder so. Gut. Wir fangen jetzt hier an mit der Welle. Ich finde das ganz cool, dass der Wassermagier so eine Welle unten hat. Worauf er reitet quasi. Oder die er vor sich gerade hochzieht. Aber natürlich muss man da ein bisschen gucken. Wasser ist ja nicht nur einfach blau. Deswegen mache ich jetzt das untere, also die unteren Dinger mache ich dunkelblau und den Rest mache ich dann ein bisschen heller. Und wie immer in unseren Videos wird jetzt ein bisschen vorgespult. Bis gleich, meine Lieben. So, Welle, erster Teil fertig. Jetzt nehmen wir uns Plasmatic Bold, auch von Speedpaint. Ich hoffe, das funktioniert, was ich so vorhabe. Damit möchte ich nämlich die Erhöhungen machen, weil so gesehen scheint ja das Licht von überall durch das Wasser, also müssten ja eigentlich die Ränder und diese höheren Sachen etc. heller sein. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das farblich alles so passt, aber rumexperimentieren gehört immer dazu. Und im Endeffekt, ja, hinterher sieht es meistens ganz gut aus. Kann man meistens mitleben. So, jetzt haben wir das Plasmatic Blue drauf. Und jetzt nehmen wir Blue Tide Wash. Weil irgendwie ist das noch sehr, sehr hell. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auf der Kamera seht. Aber das Plasmatic ist sehr, sehr hell. Und deswegen machen wir da jetzt ein bisschen blauen Wash drüber. Und dann habe ich mir überlegt, machen wir vielleicht so ein paar weiße Sprenkler noch. Weil das soll ja so ein bisschen aussehen wie Gischt. Gischt. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. So, das haben wir gemacht. Jetzt nehmen wir uns nochmal Plasmatic Blue oder Plasmatic Tone oder wie auch immer das sieht. Also dieses Plasmatic. Und damit machen wir jetzt tatsächlich mal den Mantel und ein bisschen was vom Rest. Bis gleich.
So, jetzt haben wir natürlich hier alles mit Plasmatic gemacht. Jetzt habe ich vor, mit Magic Blue am Hut so eine Art verwaschenen Effekt reinzukriegen, dass das so ein bisschen ineinander übergeht. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich hoffe es mal einfach. Und es soll halt so ein bisschen aussehen, als wäre das so ein bisschen irgendwie, also als wäre der Hut quasi Wasser, versteht ihr? Ja, Handy, halt die Klappe. Als wäre das quasi Wasser, ne? Dass das so ineinander übergeht, dass halt die Hutkrempe quasi dunkler ist als oben der Hut. Das nehme ich nämlich tatsächlich so ein bisschen auch als Probe, weil ich mir was für den Feuermagier überlegt habe. Da hoffe ich einfach mal, dass das auch so klappt, wie ich vorhabe. Aber das kann ich ja hier ganz gut testen, weil im schlimmsten Fall könnte ich hier ja jetzt einfach mit Magic Blue über alles drüber gehen, habe immer noch einen blauen Magier, aber es würde halt nicht so schlimm aussehen am Hut. Aber ich glaube, das kriege ich schon ganz gut hin. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jo, scheint ja ganz nett geworden zu sein, mein Hut. Mal schauen, wie es aussieht, wenn es trocken ist. Jetzt nehmen wir uns Hardened Leather und machen ein bisschen die Schuhe. Dann werden wir die Hose in quasi Beige machen. Und dann muss ich mir noch irgendwas für den Oktopus überlegen. Da unten sitzt ein Oktopus, auch mit Hut. Ja, das sagt, die Modelle sind einfach cool von One Page Rules. Gut, genießt noch ein bisschen. Bis gleich. So, jetzt haben wir alles gemalt, was braun ist und brauchen jetzt Demonic Yellow. Weil ihr wisst ja, ich habe ja gesagt, das magische Konzil, das erkennt man daran, dass sie alle eine gelbe Borte haben. Und tatsächlich habe ich bei diesem Modell versucht, von unten nach oben zu arbeiten. Also sprich, ich habe die tiefer liegenden, tiefer liegenden Modelldetails. Also zum Beispiel die Welle, erst Innensachen, dann das obere. Also ich habe quasi von unten nach oben gearbeitet. Unfassbar, ich hatte den Chat eigentlich auf stumm geschaltet. Jetzt geht's schon weiter. Sorry dafür. Ja, auf jeden Fall wird das jetzt hier alles Demonic Yellow gemalt. Die ganzen Ornamente und Verzierungen erstmal. Und ich glaube, den Tintenfisch, der da unten sitzt, mache ich lila oder so. Damit er so ein bisschen raussticht aus diesem Blau. Aber ich bin mir da noch nicht sicher. Bis gleich. Mal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Unten seht ihr, dass ich jetzt ja auch einen Merch-Shop habe tatsächlich. Könnt ihr auch googeln, Pivians Kleiderkammer. Oder einfach unten in den Kommentaren, da habe ich einen Link verlinkt. Da gibt es Taschen, College-Jacken, T-Shirts, Cappies etc. Falls ihr was Schönes haben möchtet, was nicht unbedingt jeder hat. Mauspads gibt es da auch. Und ihr mich unterstützen möchtet, dass ich mir noch mehr Modelle zum Frust meiner Frau kaufen kann. Oder Farben oder sonstige Spielzeuge. Dürft ihr da gerne mal reinschauen. Ja, gibt auch nicht nur die Logos vom Kanal oder das Logo vom Kanal. Gibt auch zum Beispiel sowas wie Schrödingers Katze und sowas. Also, gibt 3, 4 verschiedene Motive. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wie es euch gefällt. Würde mich interessieren. Vielleicht, also ich kann ja auch jederzeit noch ein bisschen was ändern. Schreibt es mir gerne unten rein. Würde mich freuen. Und ihr wisst ja, alles, was irgendwie mit diesem Kanal eingenommen wird, auf irgendeine Weise, oder halt auch nicht, wird investiert in diesen Kanal. Also sprich, neue Kamera oder neue Modelle, Resin für den 3D-Drucker, etc. pp. Farben, ne? Und ja, vielleicht mache ich dann auch mal was mit dem Friesenhammer zusammen, wenn ihr da Lust drauf hättet, dass ich zum Beispiel mal so ein One Page Rules Match mit den Jungs vom Friesenhammer mache oder vielleicht einfach, wir haben jetzt immer freitags
Also immer jeden letzten Freitag des Monats haben wir im Windfuhrs Pub, der ist auch unten verlinkt, haben wir immer ein Treffen. Und wenn ihr hier aus der Ecke kommt, ja, könnt ihr mal googeln, wo der Windfuhrs Pub ist, seid ihr natürlich auch gerne eingeladen, euch mal bei uns sehen zu lassen, vielleicht mit uns zu malen, zu zocken oder einfach zu fabulieren. Heißt das fabulieren? Ich glaube ja. Oder schwabulieren? Also einfach zu reden. Heißt das fabulieren? Oh Gott. Ich bin ja so ungebildet, obwohl ich den ganzen Tag lese. Ja, ihr wisst, was ich meine. Seid ihr gerne willkommen und eigentlich haben wir immer sehr viel Spaß zusammen, muss ich sagen. Ja, wird auch alles nicht so streng gesehen bei uns, so was Regeln und so angeht. Also, zur Not macht man sich eigene. Gut, dann noch viel Spaß bei den Details, ihr Lieben. Ja, wie versprochen geht's jetzt an den Tintenfisch. Den super kleinen Tintenfisch da. Ich finde den irgendwie niedlich. Ich finde sowieso sehr, sehr cool, dass irgendwie jeder Magier irgendeine Art von Tier dabei hat. Ist euch das aufgefallen in den anderen Videos? Jeder hat irgendeine Art von Tier dabei. Der Erdmagier hat, glaube ich, hier dieses Wildschwein-Hunde-Mix-Ding. Hier der Wassermagier hat halt den Oktopus. Der Sturmmagier hat so einen Falken oder einen Adler oder sowas. Der Feuermagier hat, glaube ich, werdet ihr noch sehen, ich glaube, einen Salamander hat der. Und der Nekromant, das wird mein nächstes Video. Der Nekromant, ich glaube, der hat eine Katze oder irgendwie sowas. Kann ich euch jetzt gerade gar nicht so sagen. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich tatsächlich für so einen lila Purple-Ton entschieden. Purple ist lila auf Englisch. Ich brauche mehr Kaffee. Ja, aber auf jeden Fall sticht er dadurch halt schön raus und das finde ich natürlich auch immer sehr, sehr geilo. Gut, viel Spaß noch mit der Musik. Bis gleich. So. Ich muss mir das so eigentlich abgewöhnen, oder? Wir nehmen jetzt Dark Wood für den Stab. Also damit machen wir den Holzstab. Und oben wird natürlich auch wieder irgendwie, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich werde da mal Gold und Blau mischen oder so, dass ich da vielleicht mal was anderes rauskriege. Und da oben seht ihr auch, da ist noch ein Tintenfisch. Da bin ich auch noch am Überlegen, wie ich den mache. Vielleicht mache ich den Rot-Orange oder so. War ich auch schon am Überlegen. Ich benutze jetzt die Tiere so ein bisschen, um noch andere Farben als Blau da reinzukriegen. Ja, aber das ist ja auch nicht verwerflich, oder? So, vielleicht erkennt ihr es. Ich habe Blau, Speedpaint Blau mit einem normalen Gold gemischt. Das ist dann diese Farbe, die da rauskam. Und jetzt kümmern wir uns oben um den Tintenfisch. Wie versprochen, der wird so orange-rot. Vielleicht mache ich auch 3 Farben, orange-rot und dann lila irgendwie an den Spitzen. Muss ich mal schauen. Aber ich glaube, dieser Farbtupfer wird da auch noch mal ein bisschen so Interesse reinbringen. Aber sagt mir mal, was ihr dazu meint. Also blau hätte ich die auf keinen Fall gemacht, die Tintenfische. Und ich denke, ihr auch nicht. Aber wie hättet ihr sie bemalt? Oder hättet ihr es vielleicht umgekehrt gemacht? Schreibt das ruhig gerne mal in die Kommentare.
Ja, und da geht es weiter mit dem Guten. Danke auch an alle Abonnenten. Ihr seht die jetzt gerade durchlaufen. Schön, dass euch mein Content gefällt. Während ich dieses Video hier bearbeitet habe, sind tatsächlich schon wieder 2 neue dazugekommen. Euch herzlich willkommen. Jetzt habe ich mich voll verhaspelt, sorry. Also euch auch herzlich willkommen. Ich habe noch nicht geschaut, welche Namen ihr seid. Und deswegen, aber ihr seid in der nächsten Liste, seid ihr natürlich auch mit da drin. Auf jeden Fall willkommen und schön, dass es euch gefällt. So, also ich muss sagen, die Oktopusse waren... Oktopusse oder Oktopussi? Ne, Oktopusse, ne? Oktopussi ist ein James Bond-Film. Die Oktopusse waren tatsächlich ein wenig Frickelsarbeit, gerade der um den Stab, weil der sich wirklich drum rumwindet. Da muss man ein bisschen gucken. Aber es hat alles gut geklappt. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Crusade Skin, machen das Gesicht und die Saugnäpfe der Oktopusse. Und dann, ja, dann ist er schon fast fertig, also zumindest spielbereit. Details mache ich ja momentan nicht bei der Armee. Ich mache ja wirklich nur Speedpaint bei der Armee, um auch mal zu gucken, wie die dann fertig aussieht. Weil ich muss ja sagen, Speedpaints, die machen ja schon einiges her. Aber ich muss auch sagen, ich muss mal wieder irgendwas machen, wo ich wirklich so Detailarbeit mache, sonst komme ich da irgendwann auch raus. Würde es euch vielleicht interessieren, wenn ich mal eine Büste oder so ausdrucke und die dann einfach bemale? Muss ja nicht immer irgendwas zum Spielen sein, muss ja nicht unbedingt eine Miniatur sein. Kann ja auch, weiß ich nicht, irgendeine Büste sein von einem, weiß ich nicht, Wikinger oder von irgendeiner Frau oder von irgendeinem Monster oder so. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, was ich mal bemale. Ob das jetzt eine Büste ist oder ein, weiß ich nicht, Geländestück oder so. Ja, würde mich auf jeden Fall mal freuen. So, wir machen das jetzt soweit fertig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs lange dranbleiben. Auch immer wieder schön. Und ja, am Ende gibt es wie immer Fotos für euch, ne? Das ist ja mittlerweile auch Standard geworden. So, und fertig haben wir ihn. Ich muss mir das so echt abgewöhnen. Fertig ist er. Wie ihr seht, ich finde, der ist richtig cool geworden. Der sieht doch richtig aus wie ein Wassermagier. Auch die Welle habe ich tatsächlich gut hingekriegt. Ich finde, ja, irgendwie sieht die auch ein bisschen aus wie eine Wolke, aber gut. Wie gesagt, Fotos werde ich euch noch reinmachen. Also hinten dran hängen, so rum. Ja, das ist der Wassermagier von One Page Rules fürs magische Domizil. Ich wünsche euch was. Bye, bye.